Hallo, für uns startet die Saison jetzt auch. Wir sind jetzt schon Mitte Mai. Aufgrund des Umbaus und der verspäteten Lieferung der Kappe konnten wir nicht vorher starten, hatten noch einige Termine, aber jetzt geht's los. Wir sind selber gespannt auf die Kappe, denn wir haben die noch gar nicht gesehen. Lasst euch überraschen. Und wir natürlich auch. Na, dann würde ich sagen, du gehst mal voran. Gucken wir mal, das Boot liegt am Kran. Es ist ja nicht nur eine neue Kappe, sondern es ist ja auch ein neuer Bügel drauf gekommen. Genau, der Geräteträger ist auch neu. Man sieht jetzt gar nicht mehr den Überbau. Die Satellitenschüssel ist jetzt direkt auf den Geräteträger montiert. Das sieht schon mal von weitem nicht schlecht aus. Und die Farbe gefällt mir auch. Und das Radar ist abgebaut. Also, blau ist es schon mal, das ist wichtig. Ja, Piet arbeitet auch noch an der neuen Hupe. Die muss noch montiert werden. Dann müssen wir noch gucken, ob die Satellitenschüssel auch funktioniert. Ja, und die Kappe macht einen guten Eindruck. Schöne Farbe, schöner Stoff. Ja, wirklich schön geworden. Wir haben jetzt einen ordentlichen Eingang. Die Ecken und Kanten sind jetzt weg, sodass wir also nicht mehr so viel Ärger haben mit den Reißverschlüssen. Die sind hier dicht, die Geräteträger. In Edelstahl. Hat Piet gebaut. Ja, gute Arbeit. Hier wird noch fleißig gebastelt und geschraubt. Die Satellitenschüssel, die ist jetzt etwas tiefer und ist in der Mitte. Und dann gucken wir mal, ob wir auch Fernsehprogramm kriegen. Und es ist da. Das funktioniert auch. Die Pumpe für die Decksassage-Anlage haben wir auch mitgebracht, damit wir das Deck unabhängig vom Trinkwasser putzen können. Die erzeugt deutlich mehr Druck als unsere Bordpumpe. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass das Boot mit dem alten Kran nicht umfällt. Vertrauenserweckend ist anders. Der alte Kran liegt jedes Jahr hier. Bin mal gespannt, wann der irgendwann mal versunken ist. Da wächst schon der Urwald drin. Irgendwann muss er mal undicht werden und absaufen. Ist ja nur Holz. Ich bin dabei, das Boot von innen komplett zu putzen. Habe jetzt hier dann den Eigner-Bereich jetzt schon mal soweit sauber geputzt. Und jetzt beziehe ich dann schon mal die Betten. Ja, das ist halt so. Am Anfang der Saison muss man erstmal alles gründlich putzen. Jetzt wird unser kleines Beiboot zu Wasser gelassen. Was man alles mit einem Gabelstapler machen kann. Ja. Damit müsstest du die vordere Leine brauche ich. Wie in jedem Jahr klappt es auch in diesem Jahr nicht reibungslos. Das Heckstrahlruder tut es nicht. In der größten Not haben wir jetzt erstmal 2 neue Batterien eingebaut. Das sind zwar nur 2 kleine Batterien, aber das reicht uns erstmal. Was man damit natürlich nicht machen kann, ist lange an einem Wasserrastplatz liegen oder übernachten. Hier stehen unsere alten Batterien. Wir haben neue bekommen, weil die nicht mehr in Ordnung waren. Das war ganz schön eine Buckelei. Die rauszubekommen war gar nicht so einfach, weil die sehr schwer sind. Wir haben jetzt schon 7 Uhr abends und ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr durchzufahren. Wir bleiben jetzt hier. Nach getaner Arbeit, wir mussten ja heute doch noch Batterien tauschen, weil die nicht mehr ganz waren, haben wir jetzt uns das Abendbrot verdient. Wir wollten eigentlich in die Stadt gehen, aber wir sind so kaputt und müde und fertig, sodass ich dann die Büchse Linsensuppe aufgemacht habe mit Würstchen und wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir werden den Abend beim Fernsehen gucken ausklingen lassen. Ja, der läuft ja auch und alles ist gut. Nachdem wir gestern noch einiges repariert haben, Batterien und so weiter, werden wir heute Morgen endlich loskommen. Und wir freuen uns jetzt, echt starten zu können. Wir werden binnen fahren, weil es doch sehr windig ist. Marina macht alles startbereit und wir wollen heute so weit fahren, wie wir kommen. Und dann am Samstag dann den Rest bis der Klink. Es geht los, wir starten die Motoren. Läuft, beides super. Und jetzt gucken wir mal, ob das Heckstrahl es tut. Das war ja gestern der Knackpunkt. Ja. Sauber, alles super. Ja.
Ja. Ist die eine Maschine wieder aus? Nee, alles gut. Ja, die ist alle ausgegangen. Ja, wir wollen eigentlich losfahren, aber der rechte Motor will nicht anspringen. Der linke. Der linke? Okay, der linke. Ah. Die Leinen sind ab und die Tour kann beginnen. Pass auf vorne. Hier muss man wieder parallel rausfahren. Bist vorbei. Schön aufpassen, dass man hinten nicht noch andockt. Ja. Und einmal drehen. Ja, wir drehen uns, wir drehen uns, wir drehen uns. Auf geht's Richtung Heimathafen. Tschö, Piet. Es ist 10 Uhr, wir haben es endlich geschafft loszukommen. Die linke Maschine sprang komischerweise nur kurz an, ging wieder aus und ließ sich nur schwer wieder ankriegen. Aber jetzt läuft alles und jetzt hoffen wir, dass auch alles einwandfrei funktioniert. Ich fange schon mal an, ein bisschen zu putzen. Gestern noch die Batterien getauscht, das sind wir gestern nicht weggekommen. Und ja, jetzt sollte eigentlich alles in Ordnung sein. So, wir fahren jetzt erstmal bis zur Eisenbahnbrücke und hoffen, Werkstatt die auch relativ schnell öffnet. Wenn man in die andere Richtung hier fahren würde, dann käme man nach Herrenwehen rein. Da liegt man ganz gut in der Stadt. Das haben wir selber noch nicht gemacht, aber die Plätze haben wir uns schon mal angeguckt, wo wir in Herrenwehen waren. Der Yachthafen De Welle ist zwar auch hier gleich gegenüber der Eisenbahnbrücke, aber wenn man dort liegt, dann hat man es doch relativ weit in die Stadt. Eigentlich ist das zu Fuß schon zu weit. Wir sind an der Eisenbahnbrücke vor Herrenwehen angekommen. Ich habe schon mal den Bell-Knopf gedrückt und die Information bekommen, dass in 5 Minuten die Brücke für uns geöffnet wird. Haben wir jetzt 10:45 Uhr. Wie angekündigt öffnet die Brücke pünktlich nach den 5 Minuten. Und jetzt haben wir schon grün. Die Eisenbahnbrücke hier ist immer sehr schnell. Wir haben hier noch nie lange warten müssen. Das ist schon top. Da wir diesmal binnen fahren, müssen wir in diese Richtung. Die Eisenbahnbrücke ist geschafft und jetzt haben wir noch ungefähr 95 Kilometer vor uns. Und wir fahren heute so weit wie es geht. Mal schauen, wie weit wir kommen. 95 Kilometer bis wohin? Geht nicht. Ach so. Das ist ja... Das ist eine ganz schöne Ecke noch. Ja. Mit Schnitt 10 km/h sind wir so gut 10 Stunden unterwegs. Aber wir sind variabel, wir bleiben da, wo es passt. Wir kennen alle Orte ja schon und von daher wissen wir überall, was uns erwartet. Manchmal beneide ich ja echt die Charterer, weil die kommen zum Boot, steigen um, packen ja Klamotten drauf und es geht los. Und Vor allen Dingen ein sauberes Boot. ja, und bei uns geht es erstmal los, putzen, dann die ganzen technischen Störungen beseitigen, bevor es dann tatsächlich in die Saison losgeht. Ich sehe gerade, es gibt Frühstück. Oh, sogar mit Rührei, ich werde verrückt. Heute gibt es mal Frühstück mit Rührei, genau. Ja, danke. Ja, danke schön. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja. Man kann auch während der Fahrt schön essen. Ja, wir fahren jetzt die ganze Zeit wieder quasi zurück am Piet vorbei, nur auf dem Hauptkanal und fahren dann komplett an Herrenwehen vorbei. Ja, eine gute Stunde haben wir schon gebraucht und sind jetzt hier am Yachthafen Die Welle? von De Welle. Und so, Ist auch eine Charterstation. chartern kann man hier. Ich glaube, tanken könnte man hier auch, Ja. wenn man das wollte. Die erste Brücke kann man auch so nehmen, die ist hoch genug. Hier am Industriegebiet vorbei. Und danach bei der nächsten Brücke müssen wir uns dann per Funk melden. Ich hoffe, wir kommen hier schnell durch. Wir sehen schon das nette Rot-Grün und können gleich durchfahren, wenn die Brücke geöffnet wird. Habt ihr zweimal per Funk angesprochen und keine Antwort gekriegt, aber die haben es scheinbar doch gehört. Klingelt's. Das bedeutet, die Schranken gehen runter. Wer sich nicht über Funk anmeldet, der kann halt da auf den Knopf drücken, in Position bringen.
Und wie ihr seht, wenn die Brücke hoch genug schon ist, fahren wir schon durch. Umso schneller können Sie die Brücke wieder schließen. Hier ist ein kleiner Hafen. Er ist ohne Strom. Es ist wieder ein wunderschönes Wohngebiet, wo die ihre Boot sogar am Steg haben. Da geht es Herrenwehen-Zentrum rein und da geht es Richtung Lemmer. Wir wohnen hier auch sehr schön. Schönes Eckgrundstück hier. Das ist so richtig schön. Hier darf man nur noch 6 km/h fahren, damit man keinen Wellenschlag verursacht. Da sollte man sich auch dran halten. Ja, hier wird gerade der Garten neu gemacht. Abends nach getaner Arbeit sitzt man hier so schön am Wasser. Das ist natürlich schön. Und da läuft der Rasenroboter. Ach, den haben wir auch, genau den gleichen. Und dann sieht die Wiese immer schön aus. Und schon sind wir an der nächsten Brücke, die schon direkt geöffnet ist, weil von der anderen Seite ein Boot vorbei reinkommt und auch schon durchfährt. Wenn man hier so lang fährt, das entschleunigt einen so richtig. In der schönen Natur. Ja, das ist ganz schön eng. Wir haben jetzt auch schon grün. Toll. Und danach macht es auch gleich noch eine Rechtskurve, was die Sache nicht einfacher macht hier. Das ist jetzt hier nicht so eine riesengroße Hauptstraße, da geht das, da öffnen die Brücken relativ schnell. Auch hier wieder ein wunderschönes Wassergrundstück. Ja, jetzt haben wir hier eine kleine Kurve. Da müssen wir ein bisschen langsam fahren. Der Kanal ist ziemlich schmal, damit wir keine Wellen erzeugen und keinen Sog. Und natürlich, dass auch hier können uns natürlich auch welche entgegenkommen. Das ist schon sehr eng. Und tief ist es auch nicht. Und schwuppdiwupp, die nächste Brücke geht auch direkt auf. Toll. Schon mal etwas Putzutensilien dahingestellt. So langsam ein bisschen anfangen zu machen. Besser geht's nicht. Super. Ja, jetzt haben wir erstmal ein ganzes Stück ohne Brücken. Auf dem schmalen Kanal muss man natürlich vorsichtig aneinander vorbeifahren mit 6 km/h. Mehr darf man nicht fahren, aber das funktioniert immer ganz gut. Wir biegen jetzt gleich ab Richtung Drei-Wege-Schleuse. Die Fahrt hier über den Tjonga war sehr schön, sehr romantisch. Das ist eine gute Alternative zum Princess-Margit-Kanal. Hier ist es einfach sehr viel ruhiger und alles grün, keine Städte, keine dicken Schiffe, wirklich schön. Geradeaus geht es jetzt gleich weiter Richtung Tjorkemeer und Echtener Bruch und wir biegen gleich links ab. Und ganz schön alt, ne? Ja, das sieht nicht mehr schön aus. Da geht es Richtung Echtener Brück. Und wir fahren Richtung Drei-Wege-Schleuse. Die Schranken sind geschlossen. Auch die nächste Brücke ist für uns sofort bereit und wird geöffnet. Und das ist hier eine Drehbrücke. Die dreht doch in die andere Richtung. Ich habe gedacht, die dreht nach hinten, aber die kommt zu uns. Gib Gas, dann kannst du drauf fahren. Ja, auf die Brücke. Okay. Ja, das ging auch noch recht flott. Auch ein schickes Boot. Letzte Brücke vor der Linders-Vormann-Schleuse. Auch hier haben wir wieder festgestellt, ich habe die weit genug angefunkt. Die hat auch gesagt, dass sie die Brücke aufmacht, aber die Schranken gehen immer erst runter, wenn man kurz vor der Brücke ist. Das macht deshalb meistens keinen Sinn, langsam zur Brücke zu fahren, so nach dem Motto, die Schranken dauern sowieso. Die machen erst die Schranken runter, wenn man da ist. Ja, ich sehe im Vordergrund schon die Kurve, wo die Schleuse ist. Erstes Etappenziel erreicht. Das wäre ein Ziel für uns gewesen, wenn wir gestern losgekommen wären.
Hier geht es auch ab nach Oldemar, aber aus unserer Sicht lohnt sich das nicht. Ich hoffe, jetzt dauert das Schleusen nicht allzu lang. Und dann wäre unser nächstes in Ossenzeil. 3-Wege-Schleus-Restaurant. Da kann man auch essen gehen. Man kann es gut mit Wohnmobil anfahren oder halt mit Boot, wie man Lust und Laune hat. Wir werden gleich in die Schleuse reingehen. Und die haben einen wunderschönen oder sehr funktionalen Passantenhafen mit Stromstegen, Sanitäranlagen. Hier kann man sehr gut übernachten. Die 3-Wege-Schleuse ist natürlich nicht mehr in Betrieb, aber den Namen kennt ja jeder. Die eine Schleuse ist jetzt die Hinterhaus-Thormann-Schleuse. Die ist natürlich modern. Die andere alte Schleuse wäre natürlich das totale Nadelöhr hier. Aber sehr schön anzuschauen. Und hier kann man auch gut mit Wohnmobilen stehen. Es ist ganz schön windig. Der Wind drückt uns vom Steg weg. Aber es lohnt sich jetzt auch gar nicht, kein großartiges Manöver zu machen, weil wir jetzt hier gleich reinfahren können. Wir haben schon grün, es geht weiter. Wir gehen jetzt auf die Backbordseite, dann werden wir auf die Wand gedrückt und dann haben wir auch kein Problem. Die Schleusenzeit ist nur ganz kurz. Ja, gibt keine Anweisung. Wir lassen uns einfach aufs Ufer treiben und machen da fest, wo wir landen, oder die Schleuse geht vorher auf. Hier ist windstill drin. Wir sind alleine in der Schleuse und brauchen jetzt großartig gar nicht festmachen. Wir werden ja aufs Ufer getrieben und ja, warten jetzt einfach, dass das Tor aufgeht. Das ist eigenartig, ne? Davor ist es so windig und in der Schleuse selber Nix, ja. der Wind plötzlich weg. Wir sind durch die Schleuse durch. Wenn uns jemand fragt, warum wir unsere Headsets nicht aufhaben, ja, die liegen schön gut verpackt noch zu Hause. Aber ist zum Glück heute nicht so wild. Ja, wir sind in Ossenzeil, aber wir können jetzt hier nicht so schnell fahren. Wir dürfen hier nur 6 km/h fahren. Wir haben Rot-Grün. Mal gucken, ob das auch für uns noch ausreichend ist. Die Brücke geht gerade auf. Oder ja, entweder lassen wir uns noch durch. Nee, ist rot. Wir und können schon nicht wird rot. durch. Schade. Müssen wir warten. Ja. In Ossenseil ist auf Rot-Grün gestellt, sodass wir jetzt in diesen Vorhof reinfahren können, weil die Brücke dann für uns gleich geöffnet wird. Ossenseil waren wir auch schon sehr oft gewesen, auch ein hübscher kleiner Ort mit einem riesengroßen Campingplatz und auch einen schönen Hafen und natürlich auch einige Restaurants. Hier zum Beispiel haben wir ganz lecker mal Sparrows gegessen. Wurden sehr gut bedient und sehr freundlich. Auch Ossenzeil ist relativ schnell erledigt, 5 Minuten warten, das geht ja. Was schon mal gut ist, ist, dass der Drempel hier weg ist. Der war ja jahrelang ein Drempel gewesen, sodass man immer eine scharfe Kurve fahren musste. Das macht die Sache jetzt hier deutlich einfacher. Schwuppdiwupp und wir sind durch. Wir fahren heute nicht die Kahlenberger Gracht geradeaus, sondern wir fahren über Stenwijk und dann Giethorn. Im Hochsommer ist es hier natürlich sehr voll. Die Brücken gehen schneller hoch, man kann zügiger fahren als durch die Kahlenberger Gracht und die haben wir ja auch schon zigmal gesehen. Ist für uns jetzt auch nichts Neues mehr. Wir wollen einfach Strecke machen. Dort geht es Richtung Blockseil und in die Richtung geht es Richtung Giethorn, Steenwijk. Und wir fahren Richtung Giethorn. Hier kommt jetzt gleich eine Brücke. Bin gespannt, ob da noch in den kleinen Containern die Brückenwärter drin sind oder ob die mittlerweile wieder ferngesteuert werden. Die Brücke öffnet. Über diese Brücke muss man, wenn man vom Yachthafen oder vom Campingplatz kommt und nach Ossenzeil rein will. Auf der rechten Seite hier ist der Yachthafen und auch der Campingplatz. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, letztens sind wir noch mit Anna hier lang gelaufen. Die erste Brücke haben wir passiert. Es kommen jetzt noch einige Brücken. In Ossenzeil ist es sehr schön, mit Boot zu liegen. Was man hier machen sollte, ist, sich mal ein Kajak oder so zu leihen und dann mal in die Natur zu fahren. Da gibt es ganz kleine Flüsschen,
So ganz schmal, nur 1 Meter breit oder noch schmaler, wo man richtig durch die Natur fahren kann. Das macht richtig Spaß. Wir haben das doch schon mal mit unserem Schlauchboot gemacht. Ja, dann haben wir uns die Schraube kaputt gefahren, weil es so flach war. Mhm. Aber mit Kajak oder so, Paddelboot ist ja gut. Oder Stand-Up-Paddling. Oder Stand-Up-Paddling. Hier ist wieder ein wunderschönes Eckgrundstück. Ein Grundstück schöner wie das andere. Kein Wunder, dass viele Menschen Friesland so lieben, weil es einfach schön ist. Ja, die nächste Brücke geht sofort auf. Wir müssen gar nicht großartig vom Gas gehen. Er hat schon von Weitem uns erkannt und macht sofort auf. Perfekt. So schnell können wir gar nicht gucken, wie hier die Brücken geöffnet werden heute. Das geht ja wie das Brezelbacken. Alle sitzen hier in so kleinen Containern. Jede Brücke ist tatsächlich eine Person gesetzt. Ja, ja. Haben die wieder neu gemacht? Ne? Nee, die waren beim letzten Mal schon da. Wo wir das erste Mal hier lang gefahren sind, da gab es hier so automatische Brücken. Da wurde man erkannt und dann wurde die Brücke geöffnet. Haben die alle wieder ersetzt. War schon beim letzten Mal so. Hier auf dem Kanal zwischen Ossenzeil und Stenwijk kann man auch ganz gut liegen. Mitten auf dem Kanal. Den Segel gesetzt. Wenn Marina Dreck sieht, dann geht es nur putzen, putzen, putzen. Ja, irgendwie muss der Mist ja runter. Die nächste Brücke ist auch schon wieder rot-grün. Die Brückenwärter hier haben um die Jahreszeit natürlich relativ wenig zu tun. Deshalb geht das relativ schnell auf. Die nächste Brücke ist schon auf und wartet auf uns, obwohl wir noch ziemlich weit weg sind. Aber das finden wir sehr nett. Auf den Kanälen darf man ja nicht so schnell fahren, da muss man halt schön aufpassen. Ah, siehst du, der Segler nutzt auch den Wind. Auch die Brücke haben wir passiert und da hinten sehe ich jetzt auch schon den Kirchturm von Stenwijk. Da biegen wir dann ab Richtung Giethoorn. Stenwijk waren wir noch nie, ne? Ne. Wir sind jetzt in Stenwijk gleich angekommen. Hier auf dem Ossenzeil-Stenwijk-Kanal gibt es Unmengen an Wasserrastplätzen. Also hier, denke ich, findet man auch im Sommer immer einen Platz. Ja. Zweimal 24 Stunden darf man hier stehen bleiben. Das ist auch direkt ein Weg, direkt in der Natur. Wenn man Fahrräder dabei hat, wunderbar. Gerade auch mit Eigner, mit Hund. Mit Hund ideal, ja. Ja, das ist mal eine Yacht. Naja. Schön ist eigentlich was anderes. Das zum Beispiel ist schön. Schön flach. Ja, hier ist, wie gesagt, eine Werft. Hier werden Boote noch gebaut. Wir fahren jetzt mal durch die schmale Stelle durch. Obwohl links und rechts eine rote Ampel ist, signalisieren uns die 2 gelben Lichter drüber, dass wir hier durchfahren dürfen, trotz Rot, und wir haben keinen Gegenverkehr. Ist zwar sehr schmal, das ist mehr für die Segler hier gedacht. Aber wir machen uns ein bisschen dünner. Genau. Und schon ist die nächste Brücke rot-grün. Ja, kurz vor Giethoorn. Die nächste Brücke ist schon die Brücke in Giethoorn. Okay. Ich kann mich jetzt hier immer spiegeln. Und schon geht's auf. Also wir hatten heute den ganze Fahrt lang nicht eine einzige Brücke Wartenzeit. Das ist gut. Wir erreichen gerade Giethoorn und der Wohnmobilstellplatz ist proppevoll. 4 Uhr sind wir in Giethoorn und die Brücke macht rot-grün, also es läuft gut. Die Abbieger haben schon rot, aber die Fahrradfahrer und Fußgänger ballern noch rüber.
Wenn wir in Gittorn sind, dann müssen wir immer über diese Brücke, wenn wir zu den Restaurants wollen. Ja, rot-grün. Und wir können dann auch gleich wieder durch. Im Sommer ist hier in Gittorn immer verdammt viel los. Man nennt es auch ein Klein Venedig, weil hier sehr viele Kanäle sind und man mit kleinen Bötchen durch die Kanäle schippern kann. Hinter der Brücke ist dann eine Tankstelle und rechte Hand ist dann auch der Passantenhafen von Gittorn. Ja, hier kann man sowohl mit Auto als auch mit Boot tanken, aber ich finde die sehr teuer. Da gibt es Bootstanken, die sind günstiger. Hier geht zum Passantenhafen der Zuiderkluft rein. Wir fahren aber heute weiter und mittlerweile kann man hier auch am Rand liegen mit Strom. Und hier auf der rechten Seite, da gibt es ein Restaurant, wenn man im Hafen liegt, wo man auch gut essen gehen kann. Die Edkammer. Am Ende hier gibt es nochmal einen riesigen Wohnmobilplatz. Der scheint relativ neu zu sein, aber riesig groß. Selbst hier schon weit außerhalb des Ortes gibt es immer noch reichlich Liegeplätze mit Strom. Wir sind aus Gittorn raus und ja, die haben hier richtig nachgerüstet. Ja, da ist ganz viel gebaut worden mit gerade wie gesagt, die Liegeplätze, das ist alles ausgebaut worden, neu mit Strom und allem, also toll. Und zusätzliche Kapazitäten für Wohnmobile. Ja. Also hier ist im Sommer wahrscheinlich richtig was los. In Sommerferien wird das rappelvoll sein. Also die haben richtig aufgerüstet. Das ist unsere letzte Brücke für heute. Sie geht schon auf. Das ist wieder ein wunderschönes Eckgrundstück hier. Jetzt sind wir an der Beuker Schleuse. Die letzte Schleuse für heute. Keine Brücke mehr. Und wir gucken jetzt mal, ob wir in Zarschleuse dann gleich drinnen in der Stadt einen Platz kriegen. Da waren wir noch nie, haben uns aber berichten lassen, dass man da dort liegen kann. Freitagnachmittag ist natürlich schon Wochenende. Muss man schauen, ob es noch einen Platz gibt. Jetzt fahren wir erstmal in die Schleuse. Welche Seite nehmen wir denn? Das Schleusentor öffnet sich. Die letzte Schleuse für heute. Das reicht auch. Wir sind jetzt schon knapp 7 Stunden unterwegs. Also bei einer Schleuse warten wir immer, bis es wirklich grün ist. Bei einer Brücke kann man halt vorab schon ein wenig Floß fahren. Der Wind treibt uns automatisch auf die linke Seite. Da muss man gar nicht so viel tun. Verhaftet. Wir haben es nicht verlernt im Winter. Nur die Dinger aber vergessen. Ja, die liegen zu Hause. Das war schon gut, ein knapper Meter Höhenunterschied. Das Tor öffnet sich schon. Jetzt muss nur noch die Brücke aufgehen. Die Brücke öffnet sich, dann kann ich schon mal losmachen. So. Na, gib mal grün. Jetzt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Das war die letzte Schleuse und jetzt haben wir nur ein ganz kleines Stück und dann sind wir da und hoffen mal, dass wir einen guten Liegeplatz kriegen. Jetzt sind wir hier in Schwarzlüß angekommen und versuchen jetzt mal hier im Passantenhafen in der Stadt was zu bekommen. Hier in der Stadt war leider nichts frei und jetzt müssen wir doch rüber nach Kranerwerth. Da haben wir eben gesehen, ist vorne am Steg am Restaurant was frei und dann gucken wir jetzt mal, ob wir da hinkommen. Nachdem wir in der Stadt nichts gekriegt haben, stehen wir jetzt hier in Kranerwerth. Aber besser kann man kaum stehen, direkt vom Restaurant. Genau, jetzt gehen wir direkt essen. Ja. Gucken wir mal. Ja. Direkt am Steg mit Musik. Ein schöner, gemütlicher Platz. Und heute gibt es hier Spare Ribs, zweimal. Sieht ganz gut aus. Ja, dann wir lassen uns jetzt mal schmecken. Und da gibt es noch den doppelten Espresso. Ja, genau. Lecker essen, hat gut geschmeckt, der Service war gut und Ja, sehr gut aufmerksam. sogar. Ja, ja, muss man sagen.
Allerdings sind die Preise schon angezogen. Also wir haben jetzt für Spare Ribs 29,90 bezahlt. Im Menü hätte man das für 43 wahrscheinlich gekriegt, aber die Portion war ausreichend. Allerdings haben wir noch nie so viel für Spare Ribs bezahlt. Aber sie waren trotzdem lecker. Die waren lecker, ja. Wer so bereit ist, den Preis zu bezahlen, der ist hier richtig. Wenn man so ein Steak haben will, dann ist man schon bei 37 €. Also unter 29,90 gibt es hier nichts. Aber trotzdem gut. Genau. Ist zu empfehlen. Ja. Wir liegen da hinten und ich wandere jetzt mal zum Hafenkontor. Da soll ein Bezahlautomat sein. Hier ist der Bezahlautomat. Wenn alles zu ist, dann kann man hier am Bezahlautomaten auch bezahlen. Schiffslänge eingeben, Personenanzahl, EC-Karte, ruckzuck ist es bezahlt. Hier ist das Hafenkontor und da die Sanitärräume. Ja, der Hafen heute Samstagmorgen wirkt immer noch ziemlich verschlafen und wir wollen gleich wieder starten. Wir liegen ja ganz am Ende am Restaurant. Hier kann man noch mal sehen, wie schön wir liegen. Hier ist das Restaurant und dort ist gleich unser Schiff. Das ist doch echt toll. Ja, Marina ist schon ganz ungeduldig. Mit 27,50 haben wir mal eine erste Hausnummer, was es dieses Jahr so kostet. Das ist nicht ganz günstig, aber im erwarteten Bereich. Mal schauen, wie sich die Hafengebühren in unserem Urlaub so ergeben. Wir sind startbereit. Ich starte jetzt die Maschinen und dann, ich denke, haben wir noch so 4 Stunden bis sie klingt und dann sind wir wieder in unserem Heimathafen. Wir haben hier gut gegessen, gut gelegen, gut geschlafen, alles top. Dann starten wir mal die Maschinen. Alles läuft, wunderbar. So, das war unsere Übernachtung in Kranewert, Schwarzlüß. Und jetzt geht es langsam nach Hause. Jürgen fährt hier rückwärts raus. Ah, liegt eine wunderschöne Prinzessin. Hier hat viele Jahre auch Frank sein Papa gelegen. Auf dieser wunderschönen Landzunge sind wir hier an der Tankstelle und werden noch blauen Diesel tanken, damit wir für den Urlaub auch genug Treibstoff haben. Funktioniert das? Maximum 200 €. Da musst du mehrmals machen, ne? Hier in Kranewert gibt es blauen Diesel. Der kostet 1,87 der Liter. Kann man mit Bezahlautomat bezahlen. Und es gibt auch noch €98. Steht kein Preis dran. Der blaue Diesel ist hier 80% Diesel und 20% HVO. In jeden Tank für 200 €, 106 Liter. Da kommen wir jetzt erstmal im Urlaub mit und dann müssen wir dann noch ein bisschen im Urlaub tanken. Und weiter geht's. Da geht's gleich raus. Und es geht weiter. Ich sehe schon die rechte Tankanzeige klemmt. Die hat sich jetzt nicht bewegt. Es ist immer was Neues, hört nie auf. Die Brücke von Schwarzzeug. Ja, hier ist wieder die Camper. Unsere einzige Schleuse jetzt ist noch dann die Rewe-Schleuse. Alles andere ist freies Wasser. Wir sind auf dem Schwarzenwasser und dann geht es über das Ramsgäuel, Kettelmeer und dann Richtung Veluwemeer. Und vielleicht begegnet uns die Kirsten unterwegs. Hier ist ein wunderschönes Hausboot, was hier neben uns herfährt. Ist auch eine tolle Idee. Wir fahren das Ramsgäuel. Das spart uns dann die Fahrt zum Schockerhafen. Wir können abkürzen und dann direkt übers Kettelmeer. Wenn man Ram Dieb fahren würde, müsste man bis zum Schockerhafen und dann erst ins Kettelmeer rein. Wir bleiben hier auf der linken Seite, weil wir links am Ramsgäuel langfahren wollen.
Na, da wollen wir doch mal schauen, ob hier die Kirsten dabei ist. Das sind sie schon mal nicht, das sind auch Deutsche. Aber da ist sie, da ist sie. Da ist die Kirsten. Wir wünschen euch weiterhin gute Fahrt. Ja, so trifft man seine Follower. Bei Sturm, Hochwasser werden hier automatisch solche Schläuche, glaube ich, aufgezogen, sodass das Landesinnere geschützt ist. Wir sind schon auf dem Gättermeer. Jetzt wird erstmal noch mal kurz gefrühstückt. Und der Rest Kaffee. Und dann sind wir gleich schon in dem Kanal Richtung Veluwemeer. Die alte Roggebootschleuse, hier ist jetzt wirklich nichts mehr von Schleuse zu sehen. Hier wird auch immer weiter gebaut. Da kann man so jedes Jahr die Veränderung sehen. Und ganz weit am Horizont sieht man schon die Rewe-Schleuse. Das läuft echt perfekt. Wir kommen an der Rewe-Schleuse an und das Tor geht auf. Und es kommen gerade ein paar Boote raus von der anderen Seite. Das bedeutet, dass wir eventuell so gleich einfahren können. Schauen wir mal. Es ist noch rot, obwohl alle Boote raus sind. Ah ja, abwarten. Jetzt grün. Es lernen manche Leute einfach nicht, dass man in den Schleusen einfach bis nach vorne fährt. Ja, jetzt stehen sie gleich quer. Hat ja wieder mal gut geklappt. War doch perfekt. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, was manche immer hinten anfangen, statt ganz vorzufahren. Und das Tor geht auf. Lässt die jungen Männer zuerst durch, ne? Fahrt ihr erst. So, das war heute die letzte Schleuse. Jetzt haben wir auch keine Brücken mehr und nichts, sondern können durchziehen bis zum Heimathafen. Marina bereitet schon mal unsere Leinen vor. Die dann im Hafen immer liegen bleiben. Unsere Fahrleinen, die können wir dann wegpacken bis zur Tour. So langsam nähern wir uns unserem Ziel. Wir sind jetzt hier bei der Elburgbrücke. Bei schönem Wetter haben wir diese Überführung gemacht in unserem Boot und können uns gar nicht beklagen. Tja. Ja, unser neues Gebäude soll ein Restaurant werden in die Klink. Ja. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier gut reinkommen. Dies Jahr später, aber besser als gar nicht. Da kommen Marina und Jürgen mit der Maxi 2 in den Heimathafen, die Klink zurück. Anna hat die beiden schon erkannt, ne? Guck mal, die wedelt schon. Ach, guck mal, Anna begrüßt uns auch. Ah, endlich. Ja, Anna, ne? Du freust dich. Ja, spring nicht ins Wasser. Hallo.
Der verwaiste Liegeplatz. An der Treppe vorbei? Ja. Ja, kaum dass wir angekommen sind, hat sich Anna ihren Lieblingsplatz direkt wieder ausgesucht. Vorne am Deck. Glücklich in der Klinge angekommen. Die Saison kann starten. Ende übernächster Woche geht es ja schon in Urlaub. Deshalb sind wir etwas unter Zeitdruck. Man sieht hier die neue Silhouette. Oben der Geräteträger ist jetzt ab und wir haben einen neuen Geräteträger drauf. Nur noch die Satellitenschüssel, Radar ist weg, neue Kappe und hoffe, dass jetzt alles wasserdicht ist. Bis zum nächsten Mal.